Puh, okay. Wo fange ich an und wo höre ich vor allem auf? Aber zuallererst, hallo und vielen Dank, dass ihr auf dieses Video geklickt habt. Ehe ihr weiterschauen wollt, eine Warnung vorweg. Ich werde nicht allzu detailliert, aber dennoch über das Thema Fehlgeburt sprechen. Was passiert ist und wie es mir damit ging. Wer sich bei dem Thema also unwohl fühlt oder nicht so gut damit umgehen kann, den bitte ich abzuschalten und sich doch lieber ein fröhlicheres Video anzuschauen. Alle anderen, die weiterschauen möchten, sind natürlich herzlich eingeladen, denn ich möchte hier meine Geschichte erzählen und meine persönlichen Eindrücke teilen. Und ich hoffe sehr, dass ich dem einen oder anderen vielleicht damit helfen kann, der vielleicht auch in genau der gleichen Situation ist oder war wie ich. Denn so selten, wie man das eigentlich vermutet, kommt das Thema Fehlgeburt nicht vor. Leider. Und nur die wenigsten reden offen darüber. Ich habe beispielsweise in meinem Umfeld, glaube ich, so an die 6 bis 8 Leute, denen das auch widerfahren ist. Und ich muss vorab schon mal sagen, dass exakt das, was mir am meisten geholfen hat, die Tatsache war, dass ich wusste, dass ich damit nicht alleine dastehe und es wirklich vielen so geht. Deshalb hoffe ich sehr, dass ich mit diesem Video einigen Leuten helfen kann, so wie mir halt geholfen wurde. Ich wurde wirklich schon sehr, sehr häufig gefragt, wie ich bzw. wir zum Thema zweiten Kind stehen. Und ich habe darauf immer ehrlich geantwortet. Wir sind es immer locker angegangen. Entweder es passiert oder nicht. Kein Zwang, kein Druck. Ein paar Tage nach meinem Geburtstag erwartete ich meine Periode, aber irgendwie kam nichts. Ich hielt es dann nicht mehr aus, so ungeduldig wie ich bin, und kaufte dann am 22.06. einen Schwangerschaftstest, der positiv ausfiel. Ich war mal wieder so baff in diesem Moment, war irgendwie total überfordert mit mir selbst und habe angefangen zu weinen, vor lauter Emotionen. Ich machte mir aber ehrlich gesagt auch viele Sorgen. Ich glaube, das waren so die typischen Gedanken. Würde ich das überhaupt noch packen mit einem zweiten Kind? Außerdem war Shiori exakt genau im schlimmsten Teil der Trotzphase, der mich wirklich sehr, sehr viele Nerven bisher gekostet hat. Es war zu dem Zeitpunkt wirklich alles andere als leicht mit ihr. Aber mittlerweile geht es viel besser. Natürlich habe ich mich dann gefragt, oh Gott, will ich das wirklich ein zweites Mal mitmachen? Außerdem würde sie nächstes Jahr in den Kindergarten kommen und ich roch quasi schon so ein bisschen den Duft der Freiheit. Ich muss aber generell wirklich sagen, dass mich diese Schwangerschaft wirklich mental sehr fertig gemacht hat. Anders als die davor. Die Hormone haben an einigen Tagen wirklich komplett verrückt gespielt. Dann haben sich die negativen Gedanken aber verflüchtigt und es kam so langsam die Vorfreude auf und die Neugier und auch so ein bisschen Aufregung. Vor allem, weil ich mir dann schon ausgemalt hatte, ja, wie das mit den beiden dann wird und wenn Shiori das Kind dann kennenlernt. So diese typischen Gedanken. Vor allem, als ich neulich dann wieder einen dieser Momente auf dem Spielplatz hatte, wo eine Mutter ihr Kind von Shiori einfach weggezogen hat. Ganz ehrlich, in dem Moment dachte ich mir nur, Kleine, halt noch ein bisschen durch, dann hast du wirklich einen sehr, sehr, sehr festen Spielgefährten und musst dir über sowas überhaupt keine Gedanken mehr machen. Diese Wegziehgeschichten passieren übrigens sehr, sehr häufig hier bei mir in der Gegend, in den Parks. Das finde ich sehr schade. Die Tage vergingen und es kamen immer und immer und immer mehr positivere Gedanken. Was mich vor allem sehr glücklich gemacht hatte, war der simple Gedanke, dass Shiori einfach jemanden für später hat, wenn wir einmal nicht mehr da sind. Oh Gott, und außerdem muss ich noch eins erwähnen, das war aber übrigens echt urkomisch, das war so lustig. Wir hatten, bevor ich den Schwangerschaftstest gemacht hatte, ich glaube 2 oder 3 Wochen vorher, ihre ganzen alten Kinder- und Babysachen aussortiert. Da waren zum Beispiel alte Klamotten dabei, der alte Ergo-Baby. Also wir haben wirklich alles weggeschmissen, auch alte Flaschen. Ja, an dem Moment dachte ich mir wirklich einfach nur so, oh mein Gott, Murphys Gesetz oder was? Dazu muss ich aber auch sagen, viele der Dinge waren schon echt alt und kaputt. Am 26.06. ging es dann in die Klinik, ganz alleine mit Shiori, weil mein Mann sich nicht frei nehmen konnte. Oh Mann, also das war wirklich ein Abenteuer. Shiori ist insgesamt 2-mal weggerannt. Ich durfte natürlich direkt hinterherrennen. Sie hat dann dabei einen Opa so extrem erschreckt, dass es aber eigentlich schon wieder lustig war. Aber während der Untersuchung und der Besprechung war sie total lieb und saß ganz still auf ihrem kleinen Hocker. Nur das Warten war für sie echt anstrengend, aber ich hatte ihr Spielzeug mitgenommen, deswegen ging es dann. Boah, ich musste anfangs vor allem so viele Dokumente ausfüllen, so dieses typische, ob es bei der ersten Geburt irgendwelche Komplikationen gab, wann der erste Tag der letzten Periode war. Daran errechnet sich ja, glaube ich, immer die Schwangerschaftswochen, so war das, glaube ich.
Da frage ich mich aber immer ganz ehrlich, warum wird das eigentlich so gemacht und warum, also ich meine, sagen wir mal, wenn man das Datum weiß, warum wird es daran nicht errechnet? Naja, jedenfalls, als ich dann geschrieben hatte, dass es bei der ersten Geburt ein paar Komplikationen gab und die Kleine auf die Intensivstation musste, kam dann eine Ärztin vorab zu mir und meinte, dass dieses Krankenhaus keine Intensivstation hätte. Aber für die ersten Untersuchungen könnte ich dort auf jeden Fall hingehen. Müsste dann aber im Falle von Komplikationen das Krankenhaus eventuell später wechseln. Genau, dann ging es erstmal in das Besprechungszimmer zum Arzt, wo er dieses Dokument durchgegangen ist, was ich davor ausgefüllt hatte. Er hatte einige Fragen und dann ging es zur Untersuchung. Ich denke, in meinen alten Schwangerschaftsvideos habe ich erzählt, wie diese Räume aussehen. In Japan hast du ja auch diesen Stuhl, hast aber zwischen dir und dem Arzt einen Vorhang. Ja, und auf dem Ultraschallbild hat man noch nicht so viel gesehen. Der Arzt meinte, es war noch recht früh, also eventuell war ich, glaube ich, so in der 4. Woche zu dem Zeitpunkt und ich sollte in 2 Wochen auf jeden Fall nochmal wiederkommen. Genau, dann sind wir nochmal zurück in das Besprechungszimmer und dann gab es nochmal so ein paar weitere Themen, die wir besprochen hatten. Ich wollte auch auf jeden Fall wissen, wie das ist, da ich bei der ersten Entbindung ja einen Kaiserschnitt hatte und laut meines Wissens müsste ja dann wieder ein Kaiserschnitt gemacht werden. Der Arzt meinte dann so, ja, es tut mir sehr leid, leider müssen wir noch mal einen machen. Und ich war ehrlich gesagt so glücklich drüber, weil ja, ich finde die Variante des Kaiserschnitts doch angenehmer. Auch wenn ich damals diesen ätzenden Darmverschluss hinterher hatte. Aber was soll's. Ich glaube, es hat ihn sehr überrascht, dass ich so positiv darauf reagiert habe. Genau, also ich sollte auf jeden Fall in 2 Wochen wiederkommen und dort wurde mir gesagt, da dürfte man dann auch schon das Herzschlagen sehen. Ich habe meinen Mann natürlich die ganze Zeit auf dem Laufenden gehalten. Ich habe ihm Messages geschickt und in seiner Mittagspause haben wir telefoniert. Boah, aber ich muss echt sagen, ich war richtig stolz auf mich, dass ich das mit der Kleinen so gepackt habe. Man kriegt irgendwie alles hin, wenn man nur will. Ja, dann kamen die nächsten Tage und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich auf diese gewissen Schwangerschaftssymptome gewartet habe, denn irgendwie kamen sie nicht. Es kam ehrlich gesagt wirklich überhaupt nichts. Ich habe mich vielleicht an einem Abend ein klein wenig müde gefühlt, aber das war jetzt auch nicht so gravierend. Und ich habe mir noch so gedacht, vielleicht erinnert sich der Körper ja an die Schwangerschaft und geht dieses Mal ein bisschen besser damit um. Ich weiß nämlich noch, wie es mir zu der ersten Schwangerschaft erging und da war ich fiebrig an einem Abend. Ich war so müde, ich habe so viel geschlafen, ich hatte keinerlei Appetit und jetzt war es eigentlich genau das Gegenteil. Also ich war richtig hungrig, ich habe ordentlich gegessen, ich war total wach, ich war voller Energie. Also mir ging es wirklich prima in den Tagen. Am 1.7. waren wir dann beim Immigration Office, weil ich den Antrag für mein Permanent Residence Visa abgegeben habe. Danach waren wir dann bei der City Hall und haben dieses Set bekommen, was Eltern bekommen bei einer Schwangerschaft. Dieses enthält nämlich den Mutterpass, die Coupons, die man für das Krankenhaus, also für die Untersuchungen braucht, den sehr hilfreichen Anhänger für unterwegs und wirklich sehr, sehr, sehr viele Informationsbroschüren. Am 9.7. waren wir unterwegs. Ganz easy mit dem Auto, weil es so am einfachsten und ja, am bequemsten für mich war. War es auch. Also es war total entspannt. Wir haben alle Orte abgehakt, die ich besuchen wollte. Ja, es war wirklich richtig entspannt und ich habe mich zu keinster Zeit irgendwie gestresst gefühlt oder so. Und dann waren wir in einem Café, quasi das war so der letzte Spot, bevor wir wieder nach Hause gefahren wären. Und ich habe plötzlich einen enormen Druck im Unterleib gespürt, der immer stärker wurde. Ich bin dann bei dem Café, weil ich auf meine Reservierung gewartet habe, auf die Toilette gegangen und ich habe ehrlich gesagt erstmal einen richtigen Schock bekommen, weil ich angefangen habe zu bluten. Ach, ich weiß noch, dann bin ich raus aus der Toilette und ich wollte es gerade meinem Mann sagen, wirklich in der Sekunde. Und dann kam die Bedienung und hat mich zu meinem Platz geführt, wo ich dann erstmal saß und eine Zeit lang vergessen wurde und meine Gedanken kreisten wirklich sonst wo in dem Moment. Auf dem Rückweg im Auto habe ich so enorme Schmerzen gehabt. Es war richtig, richtig schlimm. Mein Mann hat während der Fahrt und auch dann zu Hause versucht, beim Krankenhaus anzurufen. Ja, wie es der Zufall so wollte, war es ein Samstag, alles Mögliche hatte zu und selbst der Notdienst war total ausgebucht. Die haben mich nicht drangenommen. Die waren alle zu dem Zeitpunkt nämlich total überlastet. Okay, jetzt kommt so ein bisschen der schwere Part.
Am nächsten Tag, am 10.07., das war der Sonntag, hatte ich, ja, am Morgen ging es eigentlich. Ich wollte ein bisschen spazieren gehen, was mir sehr gut getan hat. Dann habe ich aber gemerkt, dass die Krämpfe wieder kamen und mein Mann hat ungelogen, ich glaube 6-mal oder so beim Krankenhaus angerufen, bis mal irgendwie jemand rangegangen ist und auch mal mit mir sprechen wollte und dann auch mich auch gefragt hat, wie stark ich blute, wie stark die Schmerzen sind, bis sie dann gesagt haben, ja, okay, kommen Sie mal vorbei. Endlich durften wir dann ins Krankenhaus und nachdem wir ziemlich lange im Wartezimmer warten mussten, was leer war, wurde ich auf einem Rollstuhl in den Untersuchungsraum gefahren. Genau, dann wurde ich direkt untersucht. Ich glaube, erstmal hat er einen Bluttest gemacht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und dann wollte er halt einen Ultraschall machen. Und das war so mitunter, glaube ich, in den letzten Wochen eine der schlimmsten Momente, denn, naja, sagen wir mal so, normalerweise hast du einen Bildschirm neben dir während der Untersuchung, aber ich hatte gar nichts. Also ich hatte nur diesen kotzgrünen Vorhang vor mir, das Zimmer war dunkel und was für mich am allerschwersten war, war die Tatsache, dass keiner irgendwas gesagt hatte und sich die Minuten wirklich wie Stunden angefühlt haben. Ich habe irgendwie auf Herztöne gewartet, die nicht kamen, aber dadurch, dass es sehr lange sehr still war, wusste ich eigentlich schon, worauf die Sache hinauslaufen würde. Dann kam da noch das Gespräch. Ich habe wirklich, also ich saß da wie versteinert. Ich habe verstanden, was er mir gesagt hat. Ich habe aber darum gebeten, dass er meinen Mann auch dazu holt und ihm alles nochmal genau erklärt. Der Arzt meinte, dass sich nichts entwickelt hätte, kein Herz, nichts, und dass ich in den nächsten Tagen stark bluten würde. Und je nachdem, wenn die Fruchtblase nicht rauskommen würde, müsste sie operativ entfernt werden. Ich muss ehrlich sagen, also ich bin froh, dass er das Wort für Operation verwendet hat, denn im Deutschen gibt es ja dieses furchtbare Wort Ausschabung, was einfach nur total unangenehm klingt. Den nächsten Termin sollte ich also an dem Tag haben, wo ich eigentlich meinen nächsten Termin gehabt hätte, und zwar am Freitag. Genau, dann habe ich noch Schmerzmittel bekommen, wurde wieder zurückgefahren mit dem Rollstuhl und ja, wurde dann quasi mir selbst überlassen. Zum Glück war mein Mann mit der Kleinen da, aber ich bin trotzdem in Tränen ausgebrochen und ich habe auch den ganzen Rückweg nach Hause geweint. Okay, dann der nächste Tag, der Montag. Der fing wirklich, wirklich hart an. Ich habe ungefähr 9 Uhr morgens die Wäsche aufgehangen. Mein Mann war schon auf dem Weg zur Arbeit, bis ich gemerkt habe, dass ja irgendetwas rausläuft. Das ist an dem Tag 2-mal insgesamt passiert. Und ich muss sagen, das war so ein, ich kann es gar nicht beschreiben, es war so ein trauriger Moment. Ich war so sprachlos und ich muss aber auch sagen, ich war wirklich total überfordert. Denn du sitzt dort auf der Toilette, du weißt nicht, was du machen sollst. Quasi, wie verabschiedet man sich denn angemessen? Ganz, ganz furchtbares Gefühl. Ich wollte es nicht in den Müll schmeißen, ich wollte ja, mich irgendwie angemessen verabschieden. Und ich glaube, ich saß da wirklich erstmal ratlos ein paar Minuten und habe mich wirklich gefragt, wie macht man sowas? Wie? Also, wie bringt man sowas über das Herz? Und wenn ich mich recht entsinne, doch, ja, ich habe noch gute Nacht gesagt, weil ich Lebewohl irgendwie komisch fand. Beziehungsweise habe ich danach noch Otskare-sama gesagt, weil das hatten die damals nämlich bei der Beerdigung von der Oma von meinem Mann gesagt und das fand ich eigentlich sehr, sehr schön. Ich habe insgesamt nicht vielen Leuten von der Schwangerschaft erzählt, weil man sagt ja immer, man soll immer so ein paar Wochen warten, wenn nicht sogar die ersten 3 Monate, weil immer was passieren kann. Aber natürlich konnte ich meine Klappe nicht halten und ich habe einigen Leuten, also wirklich nur eine Handvoll davon erzählt. Ich hatte daraufhin auch wirklich ein sehr tolles Gespräch mit meiner ältesten Schwester und mit meiner Mutter. Und auch mit ein paar Freunden. Das tat wirklich wahnsinnig gut. Ich muss generell sagen, also in dem Moment, was mir am meisten geholfen hat, war wirklich einfach mit Freunden zu reden. Einfach reden, alles rauslassen. Einfach, ich glaube, wenn ich das alles so in mich hineingefressen hätte, das hätte mich, glaube ich, kaputt gemacht. Ich musste in dem Moment
so blöd es klingt, auch sehr an die Situation einer Freundin denken, die nämlich den genau gleichen Fall, ich glaube, 1 oder 2 Wochen davor hatte. Und das gab mir dann so ein bisschen, es klingt so blöd, aber so Sicherheit, dass man einfach nicht alleine ist. Denn ich weiß noch, als ich auf diesem Stuhl saß oder generell da auf der Toilette hockte, man macht sich einfach so enorm große Vorwürfe, obwohl man überhaupt rein gar nichts dafür kann. Ich meine, letzten Endes ist es auch wirklich gut, denn der Körper hat genau richtig reagiert. Es hat etwas abgestoßen, was nicht lebensfähig war. Ich meine, nicht auszudenken, wenn es irgendwie mit Behinderung auf die Welt gekommen wäre oder sonstigem. Das, ja, hätte ich mir auch nicht vorstellen können. Mein Mann hat es auch sehr getroffen. Er hat es nicht so arg gezeigt, weil ich meine, wir hatten auch sehr viel Ablenkung durch die Kleine. Ich habe dann aber auch gemerkt, dass mein Mann sehr still war und auch so ein bisschen seine Zeit brauchte, um, ja, etwas runterzukommen. Und ich muss sagen, also Tag und Tag verging und ich meine, man ist ja Menstruation gewohnt, aber ich konnte einfach ab irgendeinem Punkt einfach nicht mehr das Blut sehen. Ich war dem einfach so überdrüssig und ich habe insgesamt, ich glaube, es waren 6 oder 7 Tage, ja, hat die Blutung gedauert. Und ich hatte die ganze Zeit im Hinterkopf, ja, diese Angst, dass ich diese Operation nochmal brauchen würde. Genau, dann stand der letzte Krankenhaustermin an. Es hat an dem Tag in Strömen geregnet, also wirklich sehr, sehr passend zur Stimmung. Ich habe es irgendwie geschafft mit der Kleinen, die an dem Tag einfach nicht laufen wollte, weil sie wegen Wachstumsschub sehr starke Schmerzen in den Beinen hatte. Ich habe es irgendwie geschafft, zum Krankenhaus zu kommen. Aber es war wirklich nicht einfach. Also erstmal musste ich eine Urinprobe abgeben. Und dann bin ich wieder in quasi diese Abteilung gegangen für Schwangere. Und ich war eigentlich sehr erleichtert, da es morgens noch nicht so voll war. Was ich aber dann hinterher leider ändern sollte. Es war für mich an dem Tag echt schwer, Schwangere zu sehen und sagen wir mal so, durch diese dünnen Wände die Herztöne von kleinen Kindern zu hören. Und ich hatte die ganze Zeit dieses mulmige Gefühl, obwohl ich ja wusste, was Sache war und ich daran ja auch nichts ändern konnte. Dann ging es in den Besprechungsraum und es war sogar tatsächlich der gleiche Arzt wie am Sonntag. Er hatte mich wegen der Blutung gefragt und ich habe ihm halt erzählt, dass meiner Meinung nach alles am Montag rausgekommen ist. Er hat mich dann untersucht. Shiori war dann die ganze Zeit auf dem Arm von einer Krankenschwester. Das war sehr süß. Das war wirklich merkwürdig. Also sie hat wirklich sich geweigert, 3, 4 Tage zu laufen, weil ihre Beine so wehtaten. Aber mittlerweile geht's Gott sei Dank wieder. Ich bin so erleichtert drüber. Ja, das Ende vom Lied eigentlich war, dass die Gebärmutter komplett leer war. Und Gott sei Dank, es ist wirklich keinerlei Operation mehr nötig gewesen. Aber man hat sich einfach irgendwie leer gefühlt danach. Im wahrsten Sinne des Wortes. Dann hat er mich gefragt, ob ich noch irgendwie weitere Termine bräuchte. Ich glaube wegen meinem mentalen Wohlbefinden, aber ich habe ihm gesagt, dass das erstmal okay ist und dass ich ganz gut klarkomme. Ich muss auch sagen, dass Shiori wirklich während der ganzen Zeit eine super Ablenkung war. Und natürlich die Gespräche mit der Familie oder mit Freunden. Ach ja, genau. Und ehe ich rausgegangen bin, hatte ich ihn nämlich noch gefragt, was ich jetzt mit diesem Set machen soll. Oder ob wir das City Office benachrichtigen sollen und erzählen, was passiert ist. Denn auf dem Mutterpass ist ja schließlich eine Nummer drauf und alles. Also was soll man tun? Und da hat der Arzt dann halt kurz Rücksprache gehalten, hat gemeint, wir brauchen überhaupt nichts zu tun. Also wir können uns eigentlich ja zurücklehnen und erstmal zur Ruhe kommen. Und dann dachte ich eigentlich, das wäre es mit dem Termin gewesen, aber das fand ich ehrlich gesagt ein bisschen unglücklich. Dann ist mir noch eine Krankenschwester hinausgefolgt und hat dann so ein bisschen nochmal mit mir geredet, ob ich wirklich keine irgendwie psychische Hilfe bräuchte und so und wie ich mir den Abschied vorstelle etc. Und das Problem war halt einfach, dass es mitten in diesem Wartezimmer war, wo wirklich noch weitere Schwangere auf ihren Termin gewartet haben und also wirklich so 2, 3 Leute unmittelbar direkt wirklich ganz nah an uns dran saßen und wirklich alles mitbekommen haben. Und ich habe wirklich nur gesagt, dass ich nur nach Hause wollte. Ich meine, gut, dadurch, dass es so geregnet hat, bin ich dann noch da im Krankenhaus zu dem Lawson gegangen und habe mich da eingedeckt mit Sachen, damit ich nicht mehr zum Supermarkt gehen muss bei dem Schmuddelwetter und bin dann nur noch nach Hause und ich habe auf dem Weg wieder voll geheult und ja, und bin den Rest des Tages dann halt einfach ruhig angegangen mit der Kleinen. Ja, die große Frage, wie verabschiedet man sich richtig? Wobei ich der Meinung bin, dass es keinen falschen Weg gibt. Man soll auf sich selbst hören und
für sich selbst bestimmen, wie man Abschied nehmen möchte und was man von den Sachen, die man hat, gerne behalten möchte. Einige zünden eine Kerze an, andere schreiben wiederum einen Brief, aber damit konnte ich mich nicht so ganz identifizieren und wollte das Ganze gerne bei einem Tempel verabschieden. Ich hatte erst mal an einen kleinen Tempel bei uns in der Nähe gedacht, aber mein Mann hatte dann eine wirklich wundervolle Idee, und zwar, dass wir einfach zum Sojoji hingehen und uns da verabschieden. Wer schon mal da war, der weiß, dass es da diese Ecke bei dem Tempel gibt, wo diese vielen Figuren mit den Windrädern stehen. Und sein Gedanke war halt, ja, dass es dann dort nicht alleine ist, was ja auch stimmt. Und es gibt diese wunderschöne große Allee mit den Sakura-Blüten. Und Gott habe ich wegen der Idee geweint, weil das einfach eine wunderschöne Idee in meinen Augen war. Tempel bieten wirklich generell sehr viele Services an, auch in der Richtung. Die einfachste Variante ist, das Ganze mit einer Zeremonie zu beenden. Dem Mönch kannst du, wenn du magst, ein Ultraschallbild geben, je nachdem wie alt das Kind war, Klamotten, den Mutterpass, also wirklich alles Mögliche, wo du dich besser fühlst. Denn die Ansicht, also quasi der Grund dieser Zeremonie ist, dass du danach keine Reue mehr verspürst oder keine schlechten Gedanken mehr und dass du dir keine Vorwürfe machst für das, was passiert ist, wofür du nichts konntest, aber einfach so, dass du deinen inneren Seelenfrieden findest. Da ich 2 Ultraschallbilder hatte, habe ich letzten Endes, also erstmal wollte ich keins geben, aber dann habe ich überlegt, gut, ich verabschiede mich, ich schließe dieses Kapitel ab, ich nehme es weiter innerlich immer noch mit, aber ich möchte mich auch irgendwie verabschieden, richtig. Und habe dann ein Bild gegeben, was in meinen Augen nicht so gut war, es war ein bisschen verschwommen, deswegen, also das Bessere habe ich behalten. Den Mutterpass habe ich weggegeben, denn ich muss ehrlich sagen, dieses leere Büchlein, das hat mir irgendwie sehr wehgetan, das zu sehen. Und die Krankenhauskupons, die habe ich auch abgegeben. Die Zeremonie kostet 10.000 Yen und die findet nämlich, das fand ich sehr überraschend, in einem Hinterraum statt. Also wenn ihr quasi den Sojoji vor eurem inneren Auge habt, habt ihr rechts dieses Extragebäude mit dieser riesigen Gebetshalle und ihr geht dann an dieser Gebetshalle vorbei, da diese nur für, ich sag mal, positive Festlichkeiten und Zeremonien ist. Und im Hinterraum steht dann eine große Statue und dort findet dann die Zeremonie statt. Allerdings nicht einzeln, das wird immer gesammelt gemacht. Wir hatten allerdings Glück, bei uns waren jetzt nicht so viele Leute dabei. Es war nur ein anderes Pärchen dabei, bei der die Frau bitterlich geweint hat. Also das tat mir auch so leid, die beiden zu sehen, was mich dann wieder mehr zum Weinen gebracht hat generell. Und das Ritual war eigentlich wie bei der Bestattung seiner Oma, dass der Mönch seine Sutren vorgelesen hat und warum auch immer er meinen Namen falsch gelesen hat. Da wird jetzt leider ein Running Gag bleiben. Ich dachte mir so, das ist so ein heiliger Moment, okay? Und er versemmelt es einfach, ja. Und zwar nicht meinen Familiennamen, nein, sondern meinen normalen Namen, der sogar in Japan gängig ist. Das war was, Leute, also genau, also er liest seine Sutren, er sagt sehr viele traurige, aber schöne Dinge. Und während einem Teil der Zeremonie gehst du nach vorne, nimmst diese kleinen Hölzchen. Ich muss nochmal genau schauen, was das nochmal war. Ich habe das ja irgendwann mal nachgeguckt. Also die andere Bestattung ist schon so lange her. Hältst es an deine Stirn und legst es ins Feuer. Genau, und dann betest du. Die Zeremonie ist allerdings nur sehr kurz. Also sie dauert nur 15 Minuten, aber sie geht schon sehr nahe. Aber ich muss wirklich sagen, ich habe mich danach sehr befreit gefühlt und ich war froh, dass wir das gemacht haben. Genau, was ich dann noch so zu sagen hätte am Ende. Man hört ja immer sehr viel von Leuten auf Twitter, die noch zum Beispiel kinderlos sind und sagen, oh Mensch, jetzt hat mich meine Mutter wieder gefragt, wann wir denn endlich Kinder bekommen oder die Arbeitskollegen nerven mich auch wieder die ganze Zeit. Das ist wirklich nervig. Oh ja. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Aber es gibt noch das weitere Level und zwar, wenn du schon ein Kind hast und dich Leute fragen, und wann kommt denn das zweite? Wollt ihr nicht noch ein zweites? Und du dann in dieser Situation bist und ich meine, klar, ich würde normal darauf reagieren und erzählen, dass es dass es so ist, wie es ist und was passiert ist. Deswegen, also erstmal bleibt es so. Es kommt, wie es kommt und ich hoffe, dass ich diese Erfahrung nicht nochmal machen muss. Es ist wirklich traurig, es schlägt sehr auf die Psyche und es ist wirklich ein trauriger Moment. Ich kann auch absolut verstehen, wenn Frauen nicht darüber reden wollen und das für sie ein Tabuthema ist, aber ich fand es irgendwie
wichtig, drüber zu reden und wollte das Ganze auch wieder sehr bedacht formulieren, so wie damals mein Bestattungsvideo zum Beispiel. So, jetzt bin ich tatsächlich am Ende von meinem Video. Das war wirklich sehr, sehr, sehr lang. Aber ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Und falls ihr in der Situation sein solltet, ihr könnt mir gerne schreiben. Wir können uns gerne austauschen, denn gerade der Austausch hilft so wahnsinnig viel. Genau, dann bleibt mir nur zu sagen, danke fürs Zuhören und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann.